Scheiße, ist das geil. Wir essen den Sebastian in Lebensgröße. 1,80 Meter wirst du heute in Sandwiches Ist das ernst? Ja. Ich wünsche uns allen viel Spaß, guten Hunger. Let's go. Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück auf unserem Hauptkanal Big M und damit mal wieder einer neuen Challenge. Es geht um einen Big M Lifetime Pass, aber dieser Mann hier hat es leider mir schwieriger oder will es mir schwieriger machen, weil er mich schon kennt, weil er uns schon kennt und hat sich deswegen was Besonderes überlegt. Wir sind bei Raf. Erstmal danke, dass ich wieder bei dir sein darf. Gerne. Du hast dir was Besonderes überlegt, denn wir waren ja letztens, als wir die Gans bei dir gegessen haben, hier das erste Mal im Deli. Ihr könnt da mal gerne in die Kommentare schreiben, weil du hast hier auch andere Platten, auch Sandwiches. Ich konnte mich das erste Mal überzeugen, dass du nicht nur einen Diner hast für deine berühmten Barbecue-Platten, sondern auch ein Deli, was vor allem bekannt für Sandwiches ist. Richtig. Und du hast ja gesagt, ich darf mal endlich so langsam um den Lifetime-Pass bei dir kämpfen. Ja. Und du hast dir jetzt was überlegt mit Deli und Diner zusammen. Genau. Und deswegen sind wir jetzt mal heute hier. Was hast du dir überlegt? Genau. Und zwar, liebe Leute, lieber Sebastian, ich habe mir überlegt, wir essen den Sebastian in Lebensgröße und zwar 9 Sandwiches, die sind 20 Zentimeter lang, das heißt 1,80 Meter wirst du heute in Sandwiches davor. Ist das ernst? Ja, 1,80 Meter? das ist ernst. 77 Minuten hast du dafür Zeit. Wir sind ja in Köln, die Jecke-Zahl und du kriegst aus woanders. Entsprechend, ja, wäre das die Challenge 77 Minuten 9 Sandwiches von mir, dass du auch mal den Leuten zeigen kannst, was es hier bei mir im Deli so gibt. Wenn du das schaffst, hast du die erste Hälfte des Lifetime-Passes bei mir schon mal erfüllt. Und fürs andere gibt's das Flintstone Steak. Das ist das, wo du mich markiert hast, ne? Natürlich, ja. Also Leute, falls ihr es nicht wusstet, ne, Raf hat auf Insta und TikTok einen Reel geschossen, wo er dann gesagt hat, ich muss ich glaube 400 Kilo war's, ne? 400 Kilo, ja. Pflanzensteak essen, um, ich sag mal, ein Weihnachtsgeschenk als Lifetime Pass. Und dann haben so viele von euch wieder, das werden wir auch noch machen, mich markiert und sagen, ey, das schafft der easy und so. Und dann hast du überlegt, okay, ich muss, glaube ich, noch einen nachsetzen, ne? Das zählt dann nicht nur im Deli, beziehungsweise im Diner, sondern im Deli. Und dementsprechend noch die Herausforderungen hier, ne? Ja. Sind das dann eigentlich alle Sandwiches, die du auch hast? Nee, wir haben tatsächlich noch mehr. Wir haben auch immer Monatsspecials. Das heißt, ich baue dir gleich auch mal 3 von unseren Monatsspecials ein. Okay. Eins ist davon dein geliebtes Dessert-Sandwich von letztem Mal. Stimmt, das hat ich probiert, als wir ganz hatten, Leute. Wenn ihr euch erinnern könnt, nur so ein kleines Stückchen hat es mir mitgegeben. Stimmt. Genau. Sandwiches, was mich eher so an einen kleinen Apfelstrudel erinnert, was aber süß sein soll. Das ist auch das Erste, was wir mir in die Hand nehmen. Normalerweise ist es heute Mittag schon frisch gewesen. Jetzt wird es hier noch mal ein bisschen aufgewärmt. Das soll es im Deli neu geben. Ich bin mal gespannt. Ja, das ist jetzt so eine Auswahl. Ne? Wir haben auch ein paar andere Sachen hier wie Ofenkartoffel, aber jetzt gehen wir mal auf Sandwiches. Ja. Das ist unser Hauptgeschäft hier Okay. neben dem Barbecue. Und es ist, glaube ich, können wir da ganz hoch die Latte legen, sage ich mal, mit dem, was wir hier abliefern. Und aber überzeug dich selbst und gib dein Feedback. Ich stelle mir gerade vor, wirklich, so bist hier jetzt um gleich Sandwiches zu essen. Ja. Ich glaube, du hast so viele auch schon von den Lamajun und Dürüm-Videos von mir gesehen, wie viele von den Leuten da draußen. Aber die erste, ich sag mal Halb-Challenge, nehme ich dementsprechend an, 77 Minuten für 1,80 Meter Sandwiches. Würde ich sagen, freue ich mich drauf, vor allem, weil es mal was anderes ist als eine Barbecue-Platte. Ja. Also Leute, ich würde sagen, wir gehen rein in die erste von 2 Challenges für den Big M Lifetime Pass bei Rafs Barbecue und Rafs Deli Diner. Ich würde sagen, Raf, let's go. Es ist angerichtet 2 Meter, Also Leute, es ist angerichtet 1,80 Meter Sandwiches, so groß wie ich, 9 Stück sind es geworden. Und Real Talk, ich glaube, das sind über 500 Gramm pro Sandwiches, weil das, schaut euch die Ballermänner an. Hier haben wir das Special. Ich habe tatsächlich mal so ein bisschen einen Zettel bekommen, abgekürzt, was ist. Muss ich mir gerne gleich, ich habe jetzt zum Glück hier die ganze Karte im Hintergrund, so ein bisschen anschauen, nochmal was. Wir fangen auf jeden Fall mit, das kann ich euch schon mal sagen, mit dem Pastrami gleich an. Das heißt, wir bewegen uns von links, hoffentlich in die Mitte, denn am Ende wartet schon das kleine Dessert-Sandwich auf uns. Die süße Verführung, glaube ich, so heißt es. Schauen wir uns aber am Ende an. Hier seht ihr, haben wir das Maßband aufgelegt und damit würde ich sagen, lassen wir das mal hier liegen, denn so sehen wir alles. Und ich würde sagen, wir machen uns right. Mr. Clock ist da, denn so haben alle im Reel, so habt ihr im Video natürlich die ganze Uhr. Ich würde sagen, alles ist angerichtet. Ne? Der nächste Stempel im Big M Lifetime Pass wartet. Auf geht's in die legendäre erste von 2 Rafs Barbecue Lifetime Pass Challenge. 1,80 Meter Sandwiches stehen vor uns, 9 Stück. Ich weiß nicht, was für Ballermänner das sind. Auf jeden Fall keine Subway Sandwiches. No hate gegen Subway. Aber ich würde uns allen viel Spaß, guten Hunger. Let's go. So, 77 Minuten haben wir Zeit. Wir haben die ja jetzt alle hier ausgelegt nebeneinander. Ne? Was das für richtig fette Dinger sind. Ne? Oh, saftet auch schon runter. Geil. Philly Cheese war das. Philly Cheese Sandwich ist es, das erste. Geräucherte Hüfte. Okay, das ist natürlich interessant zu wissen. Und Käse und Käsesoße wahrscheinlich, ne? Die schmeckt krass.
Boah, eingelegte Paprika. Schaut mal hier, wie es tropft. Das ist halt das Krasse, ne? Also, dass jedes Sandwich jetzt auch unterschiedlich ist. Dann haben wir 4 verschiedene Brote. Brioche, Rustico mit mediterranen Kräutern, Jäger-Sandwich und Kürbiskernmann. Also auch 4 verschiedene Brote. Geil. Geil. Ich schau mal, wenn ich mit dem ersten Sandwich jetzt vorankomme. Denn ich habe erst überlegt, nach und nacheinander das zu probieren. Aber ich würde sagen, weil ich merke jetzt schon, wenn man es ja in die Hand nimmt, seht ihr schon, wie es auseinanderfällt. Ich update euch bei jedem einzelnen nochmal. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins erste Philly Cheese Steak Sandwich. Ne, Philly Cheese Sandwich. Philly Cheese Steak Sandwich. So ist es richtig. Let's go. Man hört es richtig krass, ne? Durch die Mikros natürlich nochmal. Das Brot ist richtig kross. Ihr habt vollkommen recht, das ist unnormal kross. Ich bin echt gespannt, welches mir am besten schmeckt. Also das hier ist schon mal sehr, sehr lecker. Soweit durch. Raps Philly Cheesesteak. Das war das Special mit diesen Filet-Steak-Streifen mit Paprika. Richtig geil geschmeckt. Soll ein Bestseller ja auch sein. Man hat richtig gehört zwischendurch auch im Livestream, wie knusprig das Brot ist. Gehen jetzt ins zweite Sandwich rein. Rustico Bun mit Smoked. Hier seht ihr das, ne? Mac and Cheese. Und das ist ja das, was ich meine. Allein schon hier in die Mac and Cheese Portion, das sind keine normalen Sandwiches. Ne? Also 9 Stück, 1,80 Meter, sind nicht mal eben 1,80 Meter in der Länge, sondern gefühlt auch 1,80 Meter in der Breite, wenn ich das schon sehe. Mac and Cheese, Rainer. Ich glaube, wir haben noch nie Mac and Cheese auf dem Sandwich gegessen. Das erinnert mich jetzt wirklich so typisch an Raff mit diesem Barbecue, wie wir es auch an den Platten haben. Ja, so schön Smoked Beef, dann noch Mac and Cheese auf der Seite, das Brot. Irgendwie ist es... Also, ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Manchmal schreibt man ja immer, wo ist der ganze Belag in einem Wrap oder im Sandwich. Hier denke ich mir, wo ist das Sandwich im Belag oder im Fleisch. Aber auch da gehen wir rein da ins zweite. Boah, scheiße, ist das geil. Ja, das ist heftig. Boah, ist das krass. Ich würde sogar sagen, mir schmeckt dieses Rustico-Brot noch ein Stückchen besser. Durch diese Kräuter, Gewürze, die in dem Brot noch mit drin sind, hat es natürlich auch nochmal Power. Plus Mac and Cheese, nur das Beef dazu. Aber wirklich top. Reine Nummer 2. Sehr, sehr lecker. Nummer 2 geschafft und damit gehen wir ins nächste rein. Das Crispy Chicken, das ist ein Monatsspecial, denn was ich auch nicht wusste, die haben jeden Monat immer verschiedene Sandwiches im Special. Wir haben jedes dritte davon ein Special, haben 3 mit reingenommen. Und dementsprechend ist es jetzt diesen Monat unter anderem ein Crispy Chicken, wo gefühlt irgendwie, ich sag mal, ich will jetzt nicht mehr McDonald's vergleichen, aber so eine, ja, also eine ganze Chicken Bucket drauf ist. Also ich glaube, ich zähle 6, 7 mindestens Chicken. Ich sag ja, das ist weniger Sandwich, mehr Chicken, mehr Belag als alles andere. Ich meine, wenn es nur eins wäre, würde man nicht meckern, würde man sich darüber freuen. Aber bei 9 Stück denke ich mir gerade, oder 1,80 Meter besser gesagt. Halleluja. Habe jetzt auch hier tatsächlich gerade mal, weil das natürlich nicht auf der gängigen Tafel steht, mal bekommen. Das Ganze ist jetzt hier das Ruff's Maple Crispy Chicken. Brioche Bun, Crispy Chicken, Räuchermayo, Chopped Salad, Cheddar, Cream Cheese, Bacon, Maple Butter glasiert. Also, mir geht, glaube ich, gar nicht, was an Toppings kommt. Die sind auch noch so mächtig, dann weil es Barbecue-Style ist. Stand jetzt würde ich tatsächlich gerade sagen, war das Mac and Cheese für mich ein Favorite. Aber auch Crispy Chicken schmeckt gut. Let's go. Also meine Lieben, wir haben jetzt genau eine halbe Stunde sehe ich gerade und gerade mal 3 Sandwiches, also es wird unnormal schwer werden. Also ich weiß, bezweifle gerade, dass die Zeit uns da, ich sag mal, das Ganze hält. Aber wir gehen jetzt in das erste Vegane rein, vegetarisch zumindest. Avocado mit Nachos sehe ich sogar, Halleluja. Avocado-Creme, dann mit Tofu, also ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Schmeckt besser als ich dachte. Wie Talk, ne? Es ist wieder so, dass ich sage, wie bei den Burgern, aber das ist vielleicht auch einfach so von mir, so der Fetisch. Ich bin kein Fan davon, so Nachos auf so Sandwiches, Burger zu haben, weil die nehmen für mich immer so den krassen Eigengeschmack, wenn es ein geiles Sandwich oder ein geiler Burger ist. Ne? Vor allem sind es echt viele, weil mit der Avocado, selbst mit dem Tofu, schmeckt es wirklich sehr lecker. Auch mit dem, ich sag mal, mit dem Rustico, beziehungsweise jetzt dem anderen Brot und der fetten, ich sag mal, dem Salat und Tomaten, vor allem auch der Avocado-Creme, ich liebe es. Also die Nachos sind für mich völlig überflüssig, ne? Aber ansonsten schmeckt es sehr, sehr lecker. Sandwich Nummer 4. Rein geht's.
Wir gehen rein in Nummer 5. Raff's Special. Grilled Chicken, Baked Beans und ich sehe auf jeden Fall wieder ordentlich Fettkäse drüber. Seht ihr das? Baked Beans. Halleluja. Es tropft, es saftet schon wieder. Denke ich mal, ist auch Coleslaw dabei. Versuchen wir es mal. Boah. Also Real Talk, Leute, ne? Schreibt mal ehrlich rein, wer von euch würde so ein Ding schon schaffen? Ehrlich gemein. Oder ich sag so nach einem, boah, das wäre schon mein Tagesding oder so, ne? Oder Mittag- oder Abendsnack. Boah, das ist so krass. Also, Halleluja. Boah, ist das heftig. Also, schmeckt aber auch wieder gut. Und das Einzige, wo ich sagen muss, ich merke immer wieder, ich bin jetzt nicht dieser Baked Beans Fan, auch bei diesen Barbecue-Platten mag ich ja lieber den Coleslaw, Mac and Cheese vor allem, deswegen hat mir das Mac and Cheese auch so geil geschmeckt. Baked Beans bin ich so, muss natürlich sein. Hat auch hier einen sehr krassen Geschmack, aber ansonsten die Komponenten, die drauf sind, mit dem Chicken, dem Coleslaw, das hat auch wieder was, ne? Boah, rein in Raff Special, ey. Damit hat er wirklich mir ein Special angerichtet, Halleluja. Also Leute, noch etwas weniger als 45 Minuten. Das hat mich unnormal lange aufgehalten jetzt. Wir kommen jetzt zum nächsten. Wir haben jetzt 5 durch, 4 noch vor uns. Wir kommen zu Rust Goat Cheese Sandwich. Müsste wieder vegetarisch, vegan? Vegetarisch sein. Jägerbun mit gegrillten Ziegenkäse, rote Zwiebeln, eingelegte Birne, Kürbis, Wildkräutersalat, karamellisierte Walnüsse. Am Ende knallt es wieder rein. Karamellisiert, Walnüsse, rein da. Mit Ziegenkäse, wie gesagt. Bin ich mal gespannt. Oh, und auch hier wieder, ne, wie es belegt ist. Ne? Es wird nicht weniger. Knallt der Ziegenkäse rein, Halleluja. Ganz wilder Geschmack, natürlich übertüncht der Ziegenkäse über alles. Boah, ich kann es gerade überhaupt nicht deuten. Das Einzige, was ich sagen kann, in dieser Art und Weise, in dieser Kombination, habe ich noch nie ein Sandwich gegessen. Ne? Ich bin eigentlich ja nicht, wie ihr immer wisst, so wenn ich was sage mit Döner oder mit allem drum und dran, mit Salat, so Schafskäse-Fan. Deswegen glaube ich, spricht mich der Ziegenkäse auch gerade nicht so krass an. Das ist ein ganz anderer Geschmack, eine ganz andere Konsistenz auch als jetzt gerade mit den Baked Beans. Aber auch wieder mächtig. Ich habe gar keine Meinung dazu gerade, habe ich ganz selten. Ob mir das jetzt schmeckt oder nicht. Das Einzige, was ich geil finde, trotz Barbecue-Style halt, ne, in dem Sinne, Sandwich, ist halt vegetarisch. Das finde ich mal cool, Daumen hoch dafür. Ich esse es auf, probiere es, versuche weiter ranzukommen. Zeit wird immer knapper. Let's go. So Leute, Sandwich Nummer 6 soweit durch. Ziegenkäse ist nicht meins, bleibe ich dabei. Viele haben auch im Chat gerade geschrieben im Livestream, die einen mögen es, die einen mögen es nicht. War sehr, sehr anstrengend zu essen auch. Aber auch das wird nicht weniger anstrengend, wenn ich mir das schon wieder anschaue. Das ist das Pastrami. Pastrami steht auf der Speisekarte. 14 Tage Produktionszeit, Sauerkraut, Gurke, grober Senf. Tingle Kartoffelbann, auf Wunsch auch mit Provolone-Käse, was natürlich hier mit drauf ist. Rein da. Das schmeckt dafür wirklich richtig geil. Also ganz anderer Geschmack jetzt wieder. Da sind wir jetzt wieder dabei. Ich war bei Katz Deli mal in New York. Pastrami-Sandwiches, was Besseres auf der Welt gibt es nicht. Gut, zahlt man da auch für ein Sandwich $40, darf man auch nicht vergessen. Aber ich will nicht sagen, das kommt ran, aber das schmeckt schon gut. Das Pastrami-Sandwich schmeckt schon gut. Auch mit Sauerkraut was ganz anderes, aber das ist jetzt auch hier, ne? Wie fettig das wieder ist, beziehungsweise wie fett belegt das ist. Halleluja, meine Lieben. Aber damit geht's rein in Sandwich Nummer 7. Hoffen wir, dass unsere Lipzeit Glück bringt. Let's go. Sandwich Nummer 7 durch. Das Pastrami hat mich mit dem Sauerkraut nur nochmal aufgehalten. Kommen jetzt zu dem Chicken Tandoori in Joghurtsoße mit Brioche-Brot wieder. Ich bin mal gespannt, wie es geschmacklich best. Eigentlich liebe ich Tandoori. Mit Brioche soll es auch ein bisschen besser gehen. Aber es ist natürlich jetzt auch schon kalt geworden. Probieren das mal zusammen. Geschmacklich auch wieder meins. Schmeckt sehr gut mit dem Joghurt. Mit dem Brioche-Brot sowieso. Aber dadurch, dass es kalt ist, natürlich schon wieder ein bisschen unangenehmer. Zeit, seht ihr, 18 Minuten noch. Ich gebe alles, ich gebe Gas. Aber die Zeit wird ein Faktor, safe. Let's go.
Nummer 8 geschafft und dementsprechend bleiben auch nur noch 8 Minuten übrig. Ich habe gerade netterweise, wo Sie das natürlich auch mitbekommen, wie eng es wird, ein frisches letztes Sandwich bekommen, denn der Vorteil ist, wir kommen jetzt schon eigentlich zum hoffentlich Dessert, wenn es so schmeckt, und zwar zum Süßen. Das ist auch ein Special. Das ist Raffs süße Kunst-Sandwich, Brioche-Bun, eingelegter Gewürzapfel, Mascarpone, Cookie-Creme, Lemon Curd, Rumrosinen, karamellisierte Mandeln. Ich hoffe, dass das sonst, wie es immer ist, noch so einen zweiten Magen, eine zweite, ich sag mal, Luft jetzt gibt. Wir gehen rein ins 9. Sandwich in 1,80 Meter und hoffentlich wirklich die süße Verführung, die es uns nochmal anstatt herzhaft nochmal ein bisschen besser macht, in der Hoffnung, dass süß, wie auch sonst jetzt ist, uns eine zweite gute Luft gibt. Ich werde es euch jetzt nach dem ersten, zweiten Bissen sagen, ihr werdet es an meinem Gesichtsausdruck sehen. Oh. Halleluja, meine Lieben. Es ist süß. Es ist süß. Es ist immer noch Sandwich, also immer noch ein Brot. Es ist süß. Ganz anderer Geschmack. Scheiße, schmeckt das geil. Scheiße, ist das mächtig. Scheiße, wird das knapp. Let's go. Und damit haben wir in noch 9 Minuten Restzeit Raffs verdammte Deli 1,80 Meter Sandwich Challenge soweit durch. Halleluja, bin ich fertig. Boah, scheiße, bin ich fertig, ey. Ich muss sagen, gewollt, ungewollt hat Raffs mir am Ende dann doch leichter gemacht als gedacht, weil Retalk, Leute, also was richtig gut war, danke an das Deli-Team dafür, dass die mir nochmal, als gesehen haben, dass es sehr knapp wird, das letzte Sandwich nochmal frisch gemacht haben, sodass wir das andere einpacken und mitnehmen können. Und dementsprechend die süße Verführung natürlich jetzt nochmal mir die Zeit viel, viel angenehmer gemacht hat, weil es schon gefühlt in Anführungsstrichen ein halbes Dessert war. Auch wenn das Brot immer noch gleich geblieben ist, aber es war halt dann dadurch ein ganz anderer Geschmack, dadurch, dass es groß geworden ist. Aber Halleluja, also das war heftig. Also das war Retalk heftig. Boah, also wenn das nicht schon ein Stempel eigentlich verdient gewesen wäre, dann weiß ich auch nicht. Raff, ey, dafür geht eine Ansage raus, ey. Also den Stempel, den hole ich mir safe. Boah, ich bin mal gespannt. Also ich muss euch ehrlicherweise sagen, nachher, als sie kälter wurden, haben sie natürlich nicht mehr so krass geschmeckt wie am Anfang. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt so mein Favorite sagen würde, wäre es wirklich so das Raffs Philly Cheese mit auch dem Mac and Cheese gewesen. Die waren wirklich lecker und die süße Verführung am Ende, die war natürlich nochmal so ein kleines Highlight. Boah, Leute, war das eine Challenge. Ich bin echt kaputt, ich bin echt fertig. Ich bin gut gesättigt, so ist es nicht. Also damit ist auch das Dessert doch schon hier mehr als gegeben. Ich sag mal, ein Eis oder so wäre jetzt noch geil, aber gibt es leider in dem Anführungsstrichen jetzt hier nicht. Dementsprechend, ja, was soll ich euch sagen? War es eine geile Challenge. Und ich sag vielen lieben Dank für den ganzen Support in den Livestreams. Ihr habt heftig abgefiebert, ihr habt heftig gefeiert. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Ich bin am Schwitzen, ich bin K.O. gerade. Aber gut gesättigt, vor allem bin ich gerade glücklich, dass ich es geschafft habe. Den ersten halben Ständel bei Raff. Ansage ist raus, das nächste Flintstone Steak, wenn ich mich noch richtig erinnere, weil viel Blut im Kopf ist jetzt auch nicht mehr, sondern viele Magen. Das wartet schon. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Vor allem, falls ihr es noch nicht gemacht habt, checkt die Challenge, die wir vorhin erst noch gemacht haben heute Morgen. Ich glaube, dann wäre es auch noch leichter gewesen auf unserem Zweitkanal. Liebe Grüße von Raffs, nicht Barbecue Diner, sondern Deli. Im Diner sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ab nach Hause, nach Düsseldorf. Liebe Grüße. Ciao, ciao.